ist, wie er ist. Also das ist ja auch das Statement, was wir machen. Du kannst niemandem befehlen, wen er lieben soll. Ich muss sagen, er hat wunderbare Lippen. Er küsst sich sehr gut. Hat eine sehr schöne Körperwärme auch. Es hat Spaß gemacht, war schön. Ist jetzt für mich, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich einen Mann auf die Lippen geküsst habe. Es war eine interessante Erfahrung. Meine Frau ist mir dennoch lieber. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass gerade Leute, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit stehen, zeigen, dass das nicht okay ist, egal ob es jetzt Rechtsradikalismus oder Homophobie ist. Klar, als Künstler hat man manchmal natürlich das Gefühl, man kann noch so viele schlaue Lieder machen und schlaue Sachen sagen und im Endeffekt gibt es immer wieder Hornochsen, die es nicht schnallen. Aber ich glaube schon, dass sich eine Gesellschaft auch ändern kann. Wenn ich höre, dass 80% dem zustimmen, was Putin da unterschrieben hat, dann glaube ich, müssen sie mit dem Denkprozess da oben anschmeißen und selber darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Insofern finde ich schon richtig, dass man also hier mit der Kampagne und sicherlich auch die Sportler klar dazu Stellung beziehen. Das ist auch für die Menschen in Russland wichtig, dass sie das Gefühl haben, sie werden damit nicht allein gelassen. Dass die Leute, die in Russland dieses Problem haben, merken, dass sie nicht allein sind. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass die Olympischen Spiele da immer noch sind. Das ist doch ganz offensichtlich, dass du das Recht hast, zu tun, was du für richtig hältst, solange du das mit jemandem tust, der das auch will. Das ist Freiheit. Für die, was weiß ich, wie viele Leute gestorben sind. Ich denke, im Sport hat das nichts zu suchen, in anderen Gesellschaftsschichten auch nicht. Und dann ist es ganz klar, dass ich mich natürlich auch gegen Rassismus und auch gegen Homophobie ausspreche. Ich glaube auch nicht, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ich glaube, es ist eher so, der stete Tropfen höhlt den Stein. Und wenn man immer wieder darüber spricht, es wird immer weitergehen mit der Toleranz. Man fürchtet ja längst, dass Dummheit und Ignoranz nicht aussterben. Und insofern ist es immer wieder gut, Dinge laut und deutlich zu sagen. Keiner ist wie der andere. Und deshalb soll bei mir, bei uns, jeder machen, was er will.